Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Heute geht der Wahlkampf ins Eingemachte, denn heute stellen beide Präsidentschaftskandidaten ihr Wahlprogramm vor. Auf der einen Seite um 12 Uhr heute Enrique Riquelme, der gestern schon in La Cope ein langes Interview gegeben hat, und in dem Interview hat er schon hier und da ein paar Tipps gegeben, ein paar Hinweise gegeben für seine Vision, für sein neues Real Madrid. Was er da so gesagt hat, die Highlights habe ich für euch zusammengefasst, aber auch ein Florentino Pérez stellt heute zum ersten Mal seit über 20 Jahren sein Wahlprogramm vor. Auch er hat gestern ein Video veröffentlicht, wo er schon angeteasert hat, um was es geht. Das schauen wir uns natürlich zusammen an, und nebenbei hat Real Madrid eine neue Einigung getroffen mit Antonio Rüdiger. Der deutsche Nationalspieler verlängert um ein Jahr bei Real Madrid. Tolle Nachrichten für uns, meiner Meinung nach. Und auch ein Vini Junior hat sich geäußert. Der hat ein Interview in Brasilien gegeben. All das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, bei so vielen Themen würde ich vorschlagen, wir starten direkt Vollgas rein. Und eine der Fragen, die mich in den letzten Tagen am häufigsten erreicht haben, ist: Wann ist denn endlich die Wahl? Ja, und ich konnte euch nicht antworten, weil das Ganze gestern erst offiziell wurde. Arantxa Rodriguez hat es unter anderem geteilt. Die Wahlbehörde genehmigt, dass die Abstimmung am nächsten 7. Juni 2026 zwischen 19 und 20 Uhr in Madrid in der Basketballhalle stattfindet. Also, die Wahlen sind offiziell am 7. Juni. Da muss man sagen, Florentino Pérez hat mit fairen Karten gespielt. Aus der Seite Riquelme kam so ein bisschen die Befürchtung, Florentino Pérez hatte es in der Hand, wie lange diese Wahlen gehen. 14 Tage, 7 Tage. Er ist nun mal der amtierende Präsident und hat die Karten in seiner Hand. Und im Vorfeld kam ja auch schon aus dem Feld Enrique Riquelme so ein bisschen der Vorwurf: Hör mal, ich hatte kaum Zeit, mich auf diese Wahl vorzubereiten. Und er hat auch so ein bisschen befürchtet, dass Florentino Pérez die Wahlperiode so klein wie möglich gestalten wird, damit er gar nicht richtig Zeit hat, sein Programm vorzustellen. Aber doch, ein Florentino Pérez hat die kompletten 2 Wochen ausgeschöpft. Also ein Enrique Riquelme kriegt 2 Wochen Zeit, sein Wahlprogramm vorzustellen. Die Wahlen sind am 7. Juni. Ja. Zu den Wahlen, das ist das Hauptthema in diesem Video, kommen wir natürlich auch noch am Ende. Aber vorher gab es gestern erfreuliche Nachrichten, sowohl von Fabrizio Romano als auch von dem Florian Plettenberg, Henry Kau etc. Aber ihr wisst, Fabrizio Romano ist meine Lieblingsquelle. Schauen wir mal rein. Einmeldung: Toni Rüdiger und Real Madrid haben sich mündlich auf einen neuen Vertrag bis Juni 2027 geeinigt. Die Unterzeichnung soll in Kürze erfolgen. Der Zeitpunkt der offiziellen Bekanntgabe hängt vom laufenden Wahlprozess ab. Rüdiger hat das Angebot von Real Madrid angenommen. Ja, wie gesagt, jetzt während der Wahlen wird noch nichts offiziell gemacht, aber Antonio Rüdiger hat bereits eine Einigung mit Real Madrid gefunden, und ich sag einfach mal Gott sei Dank, wenn ich mir unsere aktuelle Innenverteidigersituation anschaue, wenn ich mir dann vorstelle, ein Rüdiger wäre weg, um Himmels Willen. Da muss am Ende Florentino Pérez selber in der Innenverteidigung spielen. Naja, wie dem auch sei, wir alle wissen, ein José Mourinho und ein Real Madrid haben insbesondere den Augenmerk auf die Innenverteidigung und die Außenverteidigung, also auf die Verteidigungslinie von Real Madrid geworfen. Und einer der Grundsteine für die nächste Saison, Antonio Rüdiger. Und ihr kennt meine Meinung, ein Antonio Rüdiger, der ist vielleicht nicht mehr auf 100%. In Spanien hat man gesagt, von seinen 100 besten Spielen, da hat er schon 95 gespielt. Also er ist vielleicht nicht mehr auf dem Peak seiner Karriere, aber er ist immer noch ein Leader in der Kabine, und vor allem ist er einer, der knallhart zur Sache geht, ein Anführer. Ja, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt. Und was mir wichtig ist, er hat auch, als er verletzt war, für Real Madrid seine Knochen hingehalten. Er hat seine Gesundheit riskiert. Und alleine das ist, finde ich, gebührt Respekt, und finde ich gut, dass Real Madrid ihm ein neues Angebot gemacht hat. Ich freue mich, dass Antonio Rüdiger noch ein weiteres Jahr bei Real Madrid ist. Ja, und ein anderer Spieler, über dessen Vertrag viel spekuliert wird etc. pp., ist ein Vini Junior. Wir alle kennen die Vertragssituation. Nächstes Jahr läuft sein Vertrag ab. Das heißt, innerhalb von 6 Monaten, am Ende des Jahres, könnte er mit jeder Mannschaft der Welt verhandeln, um dann gratis Real Madrid zu verlassen. Und einige haben ja die Befürchtung, dass Real Madrid
Einige sagen, er muss verkauft werden, wir können das Risiko nicht eingehen. Ja, er war gestern in Brasilien bei dem riesen brasilianischen YouTuber, der übrigens die Rechte an La Liga gekauft hat, an einigen WM-Spielen. Also in Brasilien, der YouTuber geht relativ gut ab. Also unglaublich, was der da erreicht. Naja, aber anderes Thema. Er hat gestern ein Interview mit Vini geführt und er hat ihn auch gefragt, stellst du dir eigentlich schon die Zukunft nach Real Madrid vor? Hören wir uns mal die Antwort von Vini Junior an. Schon mal an ein Leben nach Real Madrid gedacht? Nein, ich habe mich nie außerhalb von Real Madrid gesehen. Ich genieße jeden Moment hier sehr, denn es ist der Verein meiner Träume, nicht wahr? Ich habe immer davon geträumt, hier zu spielen und so lange spielen zu dürfen. Jetzt bin ich einer der Kapitäne des Teams. Ja, auch wenn ich noch so jung bin, ist es etwas Wichtiges, das nur selten in der Geschichte passiert. Deshalb genieße ich jeden Moment. Ich möchte mein ganzes Leben hier bleiben, aber ich habe auch keine Eile, meinen Vertrag zu verlängern. Ich habe einen Vertrag bis 2027, also bis 2027 gibt es noch viel zu besprechen zwischen uns und Real mit uns. Real ist entspannt, ich bin entspannt. Der Präsident vertraut mir und ich vertraue ihm. Ja, und das ist es, einfach abwarten und jeden Tag, jeden Moment leben und den größten Club der Welt genießen. Ja, und wie ich es immer wieder sage, viele von euch wissen, was ich jetzt sagen werde. Immer wenn Vini Junior ein Mikrofon vor dem Mund hat und die Chance kriegt, immer wieder zeigt er seine Liebe für Real Madrid. Er sagt ganz klar, er kann sich gar nichts anderes vorstellen. Real Madrid ist der größte Fußballverein der Welt. Er möchte da Geschichte schreiben, etc. pp. Er sieht sich gar nicht woanders als bei Real Madrid. Real Madrid kann ihm vertrauen oder der Präsident vertraut ihm. Er vertraut dem Präsidenten. Meine Frage ist, was passiert denn, wenn wirklich ein neuer Präsident kommt? Würde das bedeuten, wir würden Vini nächstes Jahr gratis verlieren? Würde ein Enrique Riquelme ihn dann doch in diesem Sommer verkaufen? Was würde das bedeuten? Aber ich wollte euch die Worte von Vini Junior selber zeigen. Er selber sagt, er sieht sich nur bei Real Madrid. Also die Vini-Lover können ein bisschen beruhigt sein. Ja, und ich weiß auch, viele haben mich verlinkt, haben es mir gezeigt. Arda Güler hat gestern ein langes Interview im türkischen Fernsehen gegeben. Und ich bin natürlich komplett gespannt. Vor allem, nach dieser Saison wollen wir Stimmen der Kabine. Wir wollen wissen, was ist da in der Kabine passiert. Wie sehen das diejenigen, die diese Kabine erlebt haben. Insbesondere ein Arda Güler, der ja eine sehr enge Verbindung zu einem Xabi Alonso hatte. Aber zu meiner Entschuldigung, das Interview mit Arda war etwas länger. Ich arbeite daran, ich lasse es übersetzen, ich bin da dran. Und sobald ich das gemacht habe, wahrscheinlich morgen, kommen wir dann zum Arda Güler Video. Heute möchte ich mich darauf konzentrieren, ja, dass heute Geschichte geschrieben wird in Madrid. Heute fängt der Wahlkampf so richtig an. Beide Präsidentschaftskandidaten stellen heute ihr Wahlprogramm vor. Und fangen wir erst einmal an mit Enrique Riquelme. Der hat gestern ein Video zu seinem Wahlkampf veröffentlicht. Das Video kann ich so ein bisschen im Hintergrund, könnt ihr euch ein bisschen anschauen. Aber was in seinem Video steht, da kann man ja nicht viel vernehmen. Vielmehr nimmt man daraus, was er tatsächlich gesagt hat. Denn gestern hat er in La Cope ein langes Interview gegeben, hat gesagt, noch einmal erklärt, worauf sich sein Real Madrid bezieht, dass sein Hauptaugenmerk auf den Socios liegt. Doch ich würde vorschlagen, hört euch das selber einmal an. Ich habe morgen einen Großteil der Dinge zusammengetragen, die wir uns bereits angeschaut haben, sowie viele weitere, die wir in konkreten Dokumenten erhalten haben, die wir bei den verschiedenen Gruppen von Mitgliedern und Fanclubs angefordert haben, um wirklich zu verstehen, wo ihre Probleme liegen. Die großen, kleinen oder mittleren Dinge, die ihnen wichtig sind. Und viele davon sind nicht einmal, die große Mehrheit ist nicht einmal finanzieller Natur, sondern es ist eine Frage des Willens, was mich überrascht. Also morgen kommen wir mit einer Reihe von Veränderungen, die wir für Real Madrid vorschlagen, falls wir vom ersten Tag an dabei sind. Und auf der anderen Seite ein Projekt, das wir seit jenem Moment, als Sie mich 2021 ebenfalls interviewt haben, vielleicht auf eine fehlerhafte oder auch nicht fehlerhafte Weise mit großer Begeisterung in einer Kandidatur vorangetrieben haben. Aber damals arbeiteten wir an einem Projekt, das wir weiterverfolgt und für 2028 entwickelt haben. Dieses Projekt ist für mich das transformierendste Projekt für das Mitglied und für die Geschichte des Vereins. Ja, wie gesagt, er hat im späteren Verlauf auch noch einmal gesagt, er versucht etwas zu machen, was es in 120 Jahren bei Real Madrid die größte Veränderung seit es Real Madrid gibt. Für den Socio, das Mitglied ist im Mittelpunkt seines Wahlkampfes. Und ich habe euch gestern ja schon gesagt, das macht er geschickt. Das sind diejenigen, die am Ende die Stimmen haben, die zählen. Das ist so ein bisschen der Mittelpunkt seines Projektes.
Und danach wurde er auch noch einmal gefragt, ja, Socio schön und gut, aber uns interessiert ja auch der sportliche Aspekt. Was sind deine sportlichen Ziele etc.? Weil es auch einen Punkt gab, der mich ein bisschen gestört hat, einige von euch in den Kommentaren auch. Man kann ja nicht einem Florentino Perez vorwerfen, bei Madrid muss sich alles ändern und du sagst als Präsident, ich habe übrigens schon 2 neue Spieler gekauft. Hat der sportliche Direktor, hat der Trainer da nichts mitzureden? Das wäre ja einfach nur das Gleiche, was bis jetzt unter Real Madrid passiert ist. Doch das hat er relativ schnell geklärt. Hören wir da einmal rein. 2 internationale Stars, ein Sportdirektor und ein Trainer von Real Madrid. Ja. Und wir sagten, dass wir daran gearbeitet haben. Und ich sage, und falls sie geschlossen sind, wird dies vor Sonntag, dem 7. Juni, bekannt gegeben? Natürlich, absolut. Wir werden mit der Kandidatur beginnen, zuerst mit dem sozialen Teil und ab Donnerstag fangen wir mit dem sportlichen Teil an und werden die passenden Namen, die passenden Projekte und den passenden Ablauf bekannt geben. Wann wurde der Trainer verpflichtet? Den Trainer haben wir verpflichtet, bevor wir die Kandidatur bekannt gegeben haben, aber es gibt Vorher? Natürlich, wir haben gesagt, hey, wir müssen wissen, ob wir ein passendes Team haben. Denn ich meine, wie soll ich denn Starspieler auf diesem Niveau verpflichten? Hat der Trainer etwa kein Team? Nein, er gehört zu einem Team. Wie ich schon sage, also das Problem bei einem Interview, vor allem beim ersten, ist, dass ich nicht gleich am ersten Tag die ganze Kampagne verraten kann. Ja, also ihr habt es selber gehört, er hat klargemacht, bevor er überhaupt zum Wahlkampf angetreten ist, hatte er bereits einen Trainer und einen Sportdirektor. Und das ist auch das Einzige, was Sinn macht. Er hat ja vorher immer gesagt, ich werde nur antreten, wenn das Ganze hier auch Sinn macht für Real Madrid, wenn ich den Fans Hoffnungen machen kann, wenn das etwas Aufregendes, Interessantes für Real Madrid ist in den nächsten Jahren. Ja, und so ergibt das Ganze auch viel mehr Sinn. Spannend ist auch, dass er gesagt hat, der Trainer steht noch woanders unter Vertrag. Um wen könnte es sich da handeln? Also ich habe so ein bisschen die Vermutung, ich kann es mir nicht vorstellen, vielleicht so ein Cesc Fabregas, aber der hat jetzt Como gerade in die Champions League gebracht. Ich schätze mal, der möchte mit Como in der Champions League spielen. Bin ich gespannt, lasst mal eure Vermutungen da. Er hat unter anderem aber auch gesagt, dass einer von diesen 2 internationalen Topstars, von denen er die Zusage hat, mit Spanien die WM spielen wird. Ja, ein Enrique Riquelme, dem ist das extrem wichtig. Der hat auch gesagt, er möchte, dass kleine Madrid-Fans, wenn sie ein Spanien-Trikot anziehen, hinten den Namen von einem Madridista draufstehen haben. Und unter seiner Präsidentschaft wird das passieren. Also, soweit so gut. Das ist sein Wahlprogramm. Und jetzt kommt mein erster großer Kritikpunkt an dem Enrique Riquelme. Und zwar wurde er explizit auf Real Madrid TV gefragt, ob er da weiter Videos machen würde über Schiedsrichter. Und er hat gesagt, Real Madrid TV kostet 40 Millionen Euro im Jahr, hat 0,2% Share im besten Falle. Und das ist bei Western-Filmen, also nicht bei Themen zu Real Madrid. Er sagt, das muss komplett umgestellt werden. Man kann viel effektiver mit dem Geld, mit deutlich weniger Geld, kann man viel mehr machen. Wir leben in der Neuzeit mit hier YouTube etc., da kann man viel mehr machen. Aber er hat auch durch die Blume gesagt, bei ihm wird es solche Schiedsrichtervideos nicht geben. Mein erster großer Kritikpunkt. Und der zweite, er wurde explizit zu Negreira gefragt. Hören wir mal an, was er da gesagt hat. Was wird zum Beispiel mit Negreira passieren? Ob er weiter fordern wird, wie bisher, dass alles, was nach Negreira riecht, aus dem spanischen Schiedsrichterwesen verschwindet? Wenn Sie wollen, antworte ich Ihnen. Es beunruhigt den Club seit Barca aus der Superliga ausgestiegen ist. Und davor? Enrique, aber das Mitglied war schon vorher besorgt. Und tatsächlich hat das Mitglied das von Florentino Perez gefordert. Klar, deshalb sage ich es ja. Ich finde das ja angemessen, aber man hätte früher fordern müssen, als man noch Partner der Superliga war. Hier musste man Barca helfen, einem starken Barca, und man musste bei der Finanzierung und den Bürgschaften helfen. Hören Sie, ich finde, also da geht es gar nicht, das ist eine weitere rote Linie. Hören Sie, das ist einfach, ich weiß nicht, es ist Betrug. Und wissen Sie, was passiert? Weil man damals nicht durchgegriffen hat, kommt er wahrscheinlich ungeschoren davon. Ja, er kommt wahrscheinlich ungeschoren davon, weil man nicht durchgegriffen hat, als es nötig gewesen wäre. Ja, und bevor ich mit der Kritik jetzt beginne, muss ich ihm in einem Punkt recht geben. Das ist ja auch ein Punkt, wo ich damals gesagt habe, Florentino Perez hat uns bei seiner berühmten Pressekonferenz angelogen, als er behauptet hatte, sobald er von Negreira erfahren hatte, hat Real Madrid mit aller Kraft dagegen versucht, was zu tun.
Das ist einfach nicht so. Der Fall Negreira, seitdem gibt es meinen Kanal, den gibt es jetzt inzwischen fast 3 Jahre. Und ich habe vor knapp 1,5 Jahren eine Pressekonferenz gesehen, wo Florentino Perez in der Jahreshauptversammlung gesagt hat, Real Madrid und Barcelona müssen sich gegenseitig unterstützen, als die Super League noch aktiv war. Und es stimmt auch, dass Real Madrid dem FC Barcelona oder speziell ein Florentino Perez geholfen hat bei den berühmten Palancas, ein gutes Wort eingelegt hat, auch für die Einschreibung von Dani Olmo. Ein Florentino Perez hat einen FC Barcelona unterstützt. Und das ist meiner Meinung nach ein unverzeihlicher Fehler von Florentino Perez. In seiner ganzen Präsidentschaft ist das für mich der einzige unverzeihliche Fehler. Alle anderen kann man drüber wegschauen. Ja, und dieser unverzeihliche Fehler, der kam ihm teuer zu stehen, denn man hat gesehen, was der FC Barcelona für eine Institution ist. Sobald die Real Madrid Florentino Perez ausgenutzt hatten, war das Messer von Laporta im Rücken von Florentino Perez. Mit solchen Leuten kannst du keine Geschäfte machen. Das sind Wiesel, die schauen immer nur nach ihrem eigenen Interesse. Ja, wie dem auch sei, da hat ein Enrique Riquelme recht. Aber wenn man genau hingehört hat, hat Enrique Riquelme nicht gesagt, dass er, sobald er Präsident ist, alles tun wird, was in seiner Macht steht, um gegen den Fall Negreira vorzugehen. Im Gegenteil, der hat gesagt, nö, da hätten wir viel früher was machen müssen. Jetzt sieht es so aus, als wenn der ungeschoren davonkommt. Nee, tut er eben nicht. Wenn Real Madrid die institutionelle Macht, die Real Madrid hat, ausnutzt und volle Pulle so weiter vorgeht, wie sie es tun in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, dann wird der FC Barcelona hoffentlich irgendwann die gerechte Strafe bekommen. Ja, und das ist allgemein so den Eindruck, den ich habe. Der hat auch gesagt, bei Real Madrid TV, wie gesagt, die Schiedsrichtervideos, wird es unter ihm nicht mehr so geben. Dann Negreira, man hätte früher was machen müssen. Der hat keinmal gesagt, ich werde weiter hart dagegen vorgehen. Und bis er sich da nicht klar positioniert hat und klar sagt, ich werde mit all meiner Macht und der Macht von Real Madrid gegen Negreira und diesen Fall vorgehen, bis dahin ist der für mich ein absolutes No-Go und kein ernstzunehmender Kandidat um die Präsidentschaft von Real Madrid. Das ist meine persönliche Sicht. Denn das Erste, was wir haben müssen, ist meiner Meinung nach ein fairer Wettbewerb. Wenn der faire Wettbewerb steht, dann kann man sich über finanzielle, sportliche Ziele unterhalten. Aber zunächst einmal muss die Basis klar sein. Das ist meine persönliche Meinung. Du kannst gerne eine andere haben. Die Kommentarbox steht ja jederzeit offen. So. Genug jetzt zu Enrique Riquelme. Florentino Perez äußert sich heute, da werde ich morgen in meinem Video was zu sagen, vielleicht ein Livestream etc. Aber ich finde es nur fair, das Einzige, was wir von Florentino Perez bisher haben, ist sein Präsidentschaftsvideo. Ja, ich würde vorschlagen, schauen wir uns das zusammen einmal an. Den größten Club der Welt zu führen, ist nichts, was man improvisieren kann. Man muss langfristig denken und in der Lage sein, den Kurs zu halten. Wir haben Real Madrid zum wertvollsten Club der Welt gemacht, mit den höchsten Einnahmen, dem besten Ruf und zur wertvollsten Marke des Planeten. Aber die Welt verändert sich jeden Tag und Führung darf niemals als selbstverständlich angesehen werden. Wir müssen Tag für Tag weiterarbeiten. Der beste Zyklus der Fußballgeschichte ist noch nicht zu Ende. 66 gewonnene Titel, darunter 7 Champions League Trophäen, sind unser Maßstab für alles, was noch kommt. Neue Nächte, die unmöglich erscheinen mögen, aber die wir wieder gemeinsam erleben werden. Von Figo bis Mbappé, keiner kam allein. Sie waren das Ergebnis einer Vision und einer Entschlossenheit, die wir nicht verlieren dürfen. Die Ankunft der besten Spieler der Welt wird kein Traum sein, sondern weiterhin eine Tatsache. Das neue Bernabeu ist das fortschrittlichste Stadion der Welt. Der Beweis dafür, dass dieser Club in Jahrzehnten denkt, nicht in Saisons. Jeder Stein der nächsten Erweiterung von Valdebebas trägt das gleiche Versprechen in sich, die beste Umgebung zu schaffen, um immer zu gewinnen. Die Größe von Madrid bemisst sich nicht nur an Titeln, sondern an den Kindern, die lernen, an den Menschen, die geformt werden. Dasselbe Trikot, mit dem Champions-League-Titel gewonnen werden, lehrt auch, mit Werten zu leben. Das ist die Stiftung, das ist die Universität, das sind wir.
Der beste Club der Welt zu bleiben bedeutet, ständig weiterzuarbeiten. Im Management, in der Technologie, im Erlebnis. Jedes Jahr, ohne Pause, während andere zuschauen, schaffen wir neue Wege, den Sport und die weltweite Unterhaltung anzuführen. Madrid gehört keinem Präsidenten, sondern seinen Mitgliedern, denen, die schon als Kinder mit demselben Trikot weinen und lachen. Er gehörte immer euch und wird es immer tun, denn Größe wird weder improvisiert noch vererbt, denn der beste Club der Welt bleibt niemals stehen. Ja, und ich finde, man kann schon relativ viel daraus ziehen. Man sieht, er macht klar, er wird sich nicht auf den alten Lorbeeren ausruhen. Er wird weitermachen. Er sagt, wenn du Präsident von Real Madrid sein möchtest, musst du immer innovativ bleiben, immer an die Zukunft denken, immer hart arbeiten. Er hat auch klar gemacht, die erfolgreichste Sportepoche von Real Madrid ist noch nicht abgeschlossen mit seinen 66 Titeln und 7 Champions League. Er wird weiter daran arbeiten. Er hat gesagt, es wird weiter erfolgreiche Nächte geben, die wir nicht für möglich gehalten haben. Er hat auch klar gemacht, die besten Fußballer der Welt sind nicht ohne harte Arbeit nach Madrid gekommen. Der hat gesagt, von Figo bis Mbappé. Und auch in Zukunft werden die besten Fußballer der Welt nach Real Madrid kommen. Also er redet auch von Verpflichtungen. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen ein schönes, emotionales Video. Die Musik im Hintergrund konnte ich leider nicht laufen lassen wegen urheberrechtlichen Problemen. Ansonsten, ich hoffe, ihr habt Verständnis. Schaut euch sonst das Video im Original, im Spanischen an, dann hat das noch ein bisschen mehr Emotionen. Aber das war der erste Eindruck vom Wahlkampf von Florentino Perez. Ja, wie gesagt, das war das Video von heute. Die nächsten Tage werden weiter vollgepackt sein mit der Präsidentschaftswahl. Ich habe euch angekündigt, für die, die es noch nicht erlebt haben, so etwas ist etwas ganz Besonderes, sehr, sehr interessant. Ich bleibe dabei, wie gesagt, ganz klar Favorit Florentino Perez, vor allem nachdem Enrique Riquelme so schwammig geantwortet hat im Fall Negreira. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja, wie dem auch sei, ich bin gespannt, was eure Meinung zu dem Thema ist. Es muss ja nicht unbedingt die gleiche sein wie bei mir. Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, hype dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte drückt drauf, unterstützt den Kanal ungemein. Wir sind fast bei den 30.000. Und ansonsten würde ich vorschlagen, wir sehen uns spätestens morgen wieder. Nicht, dass ich heute noch einen Live-Watch-Challenge mache. Also spätestens bis morgen, sage ich schon mal.